Ja, mein Name ist Alexander Britz. Bei Microsoft Deutschland bin ich für den Bereich Künstliche Intelligenz zuständig und bei einem Vortrag, der um DevOps, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, sich dreht, sprich um softwarebasiertes Agieren in einem Internet of Production, glaube ich, da sind wir relativ schnell bei Softwareunternehmen wie Microsoft und bei künstlicher Intelligenz. Internet of Production hat natürlich ganz viel mit Daten zu tun, Data into Value, umso mehr, da ist es schon ausgesprochen. Und von daher ist unser Thema nicht zuletzt mit welchen softwarebasierten, da Software immer einen größeren Anteil auch entsprechend im Produktionsprozess einnimmt, mit welchen softwarebasierten Arbeitsweisen kann man eigentlich diesen Turning Data into Value Anspruch auch erfüllen. DevOps zu beschreiben, ja, es ist kein komplett feststehender Begriff. Es geht um ein agiles, wie es immer so schön bei uns in der Softwarebranche heißt, ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten von Entwicklern in der Produktion, in der Entwicklung, also ein Zusammenarbeiten von verschiedenen Leuten in verschiedenen Bereichen des Unternehmens, was dann zu einer wesentlich schnelleren Produktion auch führt. Naja, dadurch, dass auch cyberphysische Produkte natürlich einen immer größeren Softwareanteil haben, ergibt sich die Antwort fast von selbst. Es ist natürlich so, dass wir jetzt an einem sehr spannenden Punkt in der Entwicklung sind, dass wir zum einen einen größeren Softwareanteil haben, ja, und zum zweiten natürlich auch versuchen, aus Branchen, die sehr, sehr schnell interagieren, die sehr, sehr stark auf Daten aufgebaut sind, wie die Softwareindustrie, natürlich diese Vorteile und diese Erkenntnisse auch in die klassische Maschinenbauproduktion versuchen zu überführen. Da gibt es viele Beispiele. Wie schöpfen Unternehmen Mehrwert, ist natürlich insofern, dass sie Erkenntnisse haben, wie die Maschine genutzt wird. Das heißt, es ist nicht mehr eine Maschine, die ich verkaufe und danach quasi nicht mehr weiß, was damit passiert, sondern ich kann im Idealfall in Echtzeit genau wissen, wie wird die Maschine genutzt, welche Funktionalitäten werden genutzt. Ich kann Wartung verbessern, ich kann Wartungszyklen verbessern durch eine prädiktive Vorhersage von Wartungszyklen. Ich kann gegebenenfalls Features, verschiedene Möglichkeiten der Maschine auch optimieren. Also die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.